Mission erfüllt. Queen of the Ocean. Endlich haben wir es geschafft, einen maßigen Heilbutt auf eigene Faust zu überlisten. Dafür sind wir hergekommen. Yes! Die Rache vom letzten Jahr ist uns geglückt. Jetzt heißt es für uns, ab auf die Straße. Der Roadtrip nach Schweden wartet. Das wird ein krasses Abenteuer. Guck mal, was wir hier erleben dürfen. Unser Ziel? In 24 Stunden so viele Fischarten wie möglich zu fangen. So eine Scheiße, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Ich habe echt gehofft, wir fangen jetzt hier einen Hecht. Welche Überraschungen die schwedischen Gewässer für uns bereithalten? Die Natur ist unschlagbar. Oh, das sieht geil aus da unten. Fisch on! Jetzt knallt er gleich rein. Oh! Erfahrt ihr in dieser Folge von Up North 3.0. In Schweden und Norwegen gibt es über 50 Fischarten, die wir vom Ufer aus beangeln können. Und wir machen heute einen Roadtrip von Norwegen nach Schweden und gucken, wie viele Fischarten wir in 24 Stunden fangen können. Es geht nach Schweden und bei Up North, wenn es nach Schweden geht, wisst ihr alle. Das Regen im Programm mit dabei. Das Regen im Programm. Also in Norwegen würde ich sagen, fangen wir Heilbutt oder können wir fangen Heilbutt, Dorsch, Pollack, Seelachs. Ja, dann Schweden Hecht, Barsch, Forelle, Esche, eventuell Lachs. 9 Fischarten. Ja, das sind so die offensichtlichen. Ja. Mal schauen, was sonst noch kommt. Let's go und lass mal am Ende gucken, wie viele Fischarten wir wirklich in 24 Stunden fangen konnten. Und weg hier sind wir, aber hier habe ich mal geguckt, auf der Tiefenlinie, da laufen die richtig nah am Ufer zusammen. Ich glaube, da haben wir die besten Chancen. Ich würde sagen, wir probieren es. Tiefes Wasser. Lass uns auch ein bisschen beeilen, weil die Tide ist gerade gut. Ja. Fahren wir da mal hin, oder? Yes. So, Becky, müssen wir erst mal gucken, ob wir überhaupt ans Wasser kommen. Also wir kommen ans Wasser, ob wir dann runterkommen und Fische landen können. Also erstmal kein Angelzeug mit, ne? Ne, kein Angelzeug mit. Let's go. Oh. Oh, ups. So. Kann glatt sein, Becky, vorsichtig. Also bis jetzt sieht es ziemlich geil aus, muss man sagen. Ja. Guck mal, sieht so aus wie diese Channel, wo die Heilbutts immer durchziehen. Ne? 10 Meter weiter, oder sagen wir 50 Meter weiter, kommt man auf 80 Meter. Aber ob wir die Fische da landen können, ist die andere Frage. Hier kommen wir gut dran, Becky. Guck mal, ein bisschen weiter noch laufen. Ein bisschen weiter in die Kamera. Ja, genau. Ja, hast du schon wieder ein schönes Nickerchen gemacht, ne? Ich bin auch noch nicht so ganz hoch. Wer hat denn heute Nacht nicht geschlafen, ey? Becky, Becky, Becky. Becky, Becky, Becky. So, ab zum Auto, Angelzeug holen. Ich liebe ja diese Karre, ne? Einfach alles Angelzeug hier schnell hinten reingeschmissen. Dann Angelzeug raus, los geht's. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Ford Deutschland und Ebbinghaus Autozentrum. Guckt mal in die Videobeschreibung, findet da alles fürs Sponsern dieses geilen Gefährts. Jetzt ist nur die Qual der Wahl, was nehme ich mit? Ich glaube, wir teilen uns ein bisschen auf. Becky angelt ein bisschen leichter, ich ein bisschen schwerer oder beziehungsweise ich ein bisschen größer, er ein bisschen kleiner. Und dann gucken wir mal, worauf die am besten reagieren. Und vielleicht, ich habe eine ganz, ganz minimale Hoffnung, dass wir auch noch einen Butt kriegen. Aber das wird sich zeigen. Oder so machen wir es weg, würde ich sagen. Ich nehme eine leichte und eine schwere Route mit. Aber fangen erst mal mit kleinen Ködern an. Okay. Noch sind wir in Norwegen. Aber trotzdem nerven die Mücken schon, ey. Willst du auch? Ja, gut für die Haut. Nicht so viel wie du. Gut für dein Tar. Einmal von weit weg. Haut sich jeden Tag Tonnen Kleister in die Haare und weiß ich was, aber so ein bisschen Mückenspray. Glaubst du halt eigentlich, dass das Angeln beeinflusst? Schreibt mal in die Kommentare. Wenn du die Köder anfasst. Ja, das ist so. Also ich versuche sowas immer zu meiden. Ja, ich auch. Aber Deswegen naja. habe ich mir in jungen Jahren immer bei meinen Zigarettchen so eine kleine Halterung aus 2 Ästchen gekauft, bevor ich die Würmer angefasst habe. In jungen Jahren Zigarettchen so mit 11. Nein. Routen sind jetzt montiert. Ich versuche wirklich mal mit einem richtig schweren Kopf hier. 3 Unzen, sind das 84 Gramm oder so. Da soll es tief sein. Und ich will einen Heilbutt fangen vom Ufer. Das ist immer noch mein Ziel. Aber erstmal gucken wir natürlich, wie viele Fische wir überhaupt in Fischarten wir in 24 Stunden fangen können. Guck mal, 9 ist die Möglichkeit. Ich wäre froh mit 5. Ich wäre happy mit 6. 3 in Norwegen und 3 in Schweden. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel wir fangen.
Und an dem Spot müssen wir mindestens eine Fische abhacken, sonst gehen wir hier nicht weiter. Sonst bleiben wir hier. Jetzt bleiben wir hier bis zum bitteren Ende. Sonst wird Up North hier beendet. Aber ey, mit Nichtfang vom Ufer kennen wir uns bei Up North ja gut aus. So, was hier immer, da muss man immer aufpassen, ist super slippery. Wir blenden mal die Szene ein, was Becky schon mal gemacht hat. Boah, mir reicht's heute auch. Ah, fuck. Wie getan? Deswegen hier so, wenn ihr so hier Nocken habt oder wie es auch immer das hier sind, so sieht aus wie Parasiten, da seid ihr safe, die sind nicht slippery. Aber hier auf so Steinen, wenn das Hochwasser da rüberkommt, dann kann es echt teilweise sehr gefährlich sein. So, der Wurf war schon mal weit. Aber Becky, ich sehe hier schon so weiße Stellen, das kann hier noch nicht tief genug sein. Willst du gleich weitergehen? Ja, obwohl er sinkt schon sehr lange ab. So Leute. Ich hatte schon Biss. Echt? Hattest du schon Biss? Ja, ich dachte, ja, Fisch. Fisch? Erster Ja. Wurf, wie geil. Kleiner Fisch, aber Fisch. Ist eher ein Köderfisch als ein Fisch. Aber auf dem großen, ja, jetzt wird es ein bisschen schwer, auf dem großen Venom, also 6,5 Inch. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist ein kleiner Seelachs. Ein Pollack. Pollack? Boah, guck mal die schöne Farbe an. Boah, ist das ein schöner Fisch auch. Wir haben zwar einen Kescher dabei, aber den kann ich rausnehmen. Hältst mal deine Route kurz, bitte. Guckt euch mal den an, ey. Großer Köder, kleiner Fisch. Dafür wunderschöner Fisch. Guckt euch mal an, wie schön der aussieht. Fisch hat Nummer 1, Haken dran. Klack, klack. Wirklich schön gefärbt, ne? So rot. So wie die Tangdorsche damals, weißt du noch? Nicht ganz so rot? Nicht so schön rot-gold. Nee. Geil. Sollen wir den freilassen oder sollen wir mitnehmen, weil wir essen wollen? Ich würde erst noch freilassen. Lass uns zur Mittagsstunde Okay. mitnehmen. Sehr schön. Ich freue mich. Fisch hat Nummer 1, Becky. Geil. Für meine 5 nur noch 4, für deine 6 nur noch 5. Geil. Dustin konnte direkt beim ersten Wurf einen Fisch fangen. Ich mache jetzt auch meinen First Cast. Ich habe gerade eben Predator 3,5 Inch in CMB Sonderfarbe montiert. Mal schauen, ob es bei mir auch direkt klappt. Das Spot sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Wetter könnte ein bisschen besser sein. Aber solange die Fische mitspielen, will ich mich nicht beschweren. Oh, Fisch on. Oh, der ist richtig klein. Also wirklich richtig klein. Ich fische eine leichte Route hier. Der wird nicht viel größer sein als der Köder. Aber eventuell die nächste Fischart. Wir haben ja keine Mindestgröße festgelegt. Oder das denn? Nee, haben wir nicht festgelegt. Was ist das? Ich glaube ein Seelachs. Ein Mini-Seelachs. Schöner Köderfisch für unseren Heilbutt. Und der Kleine darf natürlich gleich wieder zurück. Upsala. Und weg mit ihr. Zweiter Wurf. Also für mich der erste Wurf, aber der zweite Wurf in der Totalen. Und die zweite Fischart. Geil. Aber ein bisschen größer dürfen sie schon noch werden. Ja, ich weiß ja nicht, was Becky macht, aber ich gehe auf jeden Fall ein Stück weiter, weil da ist tief und da fangen wir die Dicken. Oder Becky, kommst du mit? Ich komme mit. Sehr gut. Hopp. Auf dem Weg zum nächsten Spot wurden wir von Tümmland überrascht. Das ist das Schöne hier. Ne? Also die Natur ist unschlagbar, Becky. Die Dinger sind schon geil. Ey. Ich würde die mal gern von richtig nah. Mal gern essen. Und essen. Und einen auf den Kopf. Und mal so meinen Mace Predator so direkt vor der Schnauze platzieren. Delfine sind so schlau, die kriegst du nicht an den Haken. Die würden es, glaube ich, schaffen, mir den Predator vom Haken zu ziehen, ohne die Hakenspitze einmal zu berühren. Das schaffen ziemlich viele Fische bei dir gefühlt. Vorsicht, hier ist glatt, Becky. Oh. Jetzt kommt doch, dass ich mich maul. So, neuer Spot, neues Glück. Bisschen weiter rüber gelaufen, in der Hoffnung, noch tiefes Wasser zu erwischen. Das einzig Blöde ist, Becky, siehst du, hier kommt die Kante mehr raus. Die dann darüber zu kriegen, wenn wir einen großen haben, wird natürlich schwer. Optimistisch, wenn wir einen großen haben. Das war die Kante. Boah, die geht echt scheiße weit raus. Becky will nie eine Ersatzroute mitnehmen, weil er sagt, es bricht ja nichts. Das ist jetzt die zweite Route der Tour. Ich bin irgendwo hängen geblieben, oder? Hast du gemerkt, dass er hängen geblieben ist? Ja, irgendwas muss sein. Ich habe einen 5 Inch Predator, einen 3,5 Inch Predator drauf. Jedes Jahr, Becky. Jedes Jahr bricht er Route. Aber der Rasierer ist wichtiger als eine Ersatzroute. Ich bin irgendwo am Kameramann, glaube ich, hängen geblieben. Und habe hier gerade meine Route
gefetzt. So eine Scheiße, ey. Ich habe die Rute geliebt. Muss der Papi wieder Wolltest du die auch in Schweden benutzen? Nee. Na, ist ja gut. Glück gehabt, weil wir haben ja hier schon 2 Fischarten abgehakt, Becky. Was fehlt noch? Dorsch fehlt eigentlich noch, ne? Und Heilbutt war extra. Nervt mich jetzt, ey. Das ist die zweite Route, die du crackst auf dieser Tour. Ja, die erste habe ich mit dem Kajak gecrackt, indem ich so dagegen gestoßen bin bei der Welle. Das war auch meine Route. Das war deine Route. Und die, jetzt bin ich beim Kameramann beim Werfen hängen geblieben. Gott sei Dank ist der Haken nicht in den Kameramann gegangen. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Und Routen sind nur materielles, kann man ersetzen, auch wenn es natürlich ärgerlich ist. Geil, wie die Felsen hier geformt sind, ne? Diese Formation. So richtig reingeschliffen. Der Ja, und Wind diese und Löcher, gell? Und das Wasser. Sieht geil aus. Viele Leute fragen uns immer, was wir in Norwegen dann vom Ufer angeln. Eigentlich könnt ihr, ja, wenn ihr jetzt nicht mit Riesenfischen rechnen müsst, eine normale Hechtkombo verwenden. Ich fische jetzt hier einen Ace One bis 70 Gramm. Dann habe ich hier eine Pennrolle, ein bisschen größer, als ich normal fürs Hechtangeln verwenden würde, wegen der Schnurfassung, weil es ja teilweise echt tief runter geht. Das ist die Authority, richtig geile Rolle, wirklich. Ja, das ist eine 4.500er Größe. Und was wichtig ist, besonders wichtig, weil ihr oft scharfkantige Steine habt und Muscheln und so weiter, ist die richtige Schnur. Ich habe hier eine Stroft R-Line drauf. Also R ist auf jeden Fall das robusteste von Stroft und auch so das robusteste, was man am Markt kriegt. Das ist auf jeden Fall die richtige Wahl für so einen Angeltrip vom Ufer in Norwegen. Also 3 Fischarten sollten wir in Norwegen schon abhaken. Schaffen wir auch, weil ich weiß ganz genau, wo wir einen Dorsch fangen. Ja? Wo denn? Da, wo wir letztes Jahr waren, wo wir die geilen Tannendorsche gefangen haben. Ah, ich bin gespannt. Wir sind nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit da, ne, Becky? 2 Fischarten hatten wir abgehakt. Das lief also, der Start war ganz gut. Aber dann wurde es zäh. Und ihr kennt ja alle, wie es ist mit Anglern. Dann haben wir gesagt, oh, jetzt machen wir noch einen Wurf, hier noch einen Wurf. Der letzte Wurf ist nie der letzte Wurf. Und wir haben die Zeit total aus dem Auge verloren und haben auch eigentlich vergessen, dass wir unseren Roadtrip ja gerade erst begonnen hatten. Es war noch so viel Strecke vor uns und wir waren eigentlich wieder nur fischgeil, wie immer. So, ich würde sagen, einen Wurf noch, Becky, und dann gehen wir mal weiter nach anderen Spots gucken. Oder? Ja. Wir packen ein. Ab zum Auto. War glatt. Vorsichtig. Sieht so geil aus, oder? Los geht's. Nächster Spot, mein Freund. Let's go. Das ist ja wirklich hart. Der Regen? Ja. Oh, jetzt richtig Druck, oder? Ja. Ja, hier ist richtig Strömung. Ist doch geil. Ja, voll gut. Da werden nur meine 23 Gramm nicht ausreichen. So, First Cast am neuen Spot. Komme ich nicht runter. So, dann wechsle ich jetzt und ich weiß auch schon ganz genau, worauf ich wechsle. Wenn es nicht die rote Craw wird, dann wird es ein roter Predator mit einem 40 Gramm Kopf, 3,5 Inch. Erstmal klein anfangen und dann gucken wir weiter. Wie viel Gramm hattest du jetzt drauf? 23, Keine Chance? keine Chance. So, jetzt mache ich mal 40 Gramm drauf. Der bringt mir heute den ersten Dorsch des Tages. Bah. So, da hinten noch mal gucken, ohne aufs Maul zu fallen. Einen Biss hatte ich, aber der ist leider nicht hängen geblieben. Aber es ist irgendwie nicht einfach da zu angeln. Da haut so die Strömung raus. Und ich krieg so einen riesen Schnurbogen durch den Wind auch noch. Nicht ideal. Ich schau mal zu Dustin, ob der vielleicht schon was gefangen hat. Der ist schon wieder 5 Kilometer weiter gerannt. Hallo. Hallo. So, Abmarsch. Nächster Spot. Nix gewesen, ey. Fahr nach Norwegen, haben sie gesagt. Weiß auch nicht, was das soll. Der Spot.
hatte gar nichts gebracht. Die Zeit ist uns davon gerannt und wir hatten nur noch eine Möglichkeit, den Dorsch im Salzwasser abzuhaken. Okay, ein Segel. Ich würde sagen, eine Challenge. Wer heute weniger Fische fängt, muss sich mit dem nackten Arsch darauf setzen. Und wenn wir viel fangen, muss der Kameramann sich draufsetzen. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen uns durch die Kleinen durchangeln. Habe ich auch gedacht. Wir angeln uns durch die Kleinen durch und dann kriegen wir mal einen großen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal durch nichts durchangeln, um die Kleinen zu fangen. So ist das. Oh, das ist eine Meerforelle. Das wäre genau unser Essen jetzt. Oh Mann. Ich gehe mal schnell zu Vecchi und hole mir einen Köder. Wie es immer so ist. Ich habe schon mal gesagt, der letzte Wurf ist nie der letzte Wurf. Und gerade wollten wir gehen, da ist vor mir so eine Meerforelle aufgetaucht. Ja, war ich natürlich angefixt, die wollte ich unbedingt fangen. Steht du noch da? Ja. So schön leise. Ihr wisst alle, mit Mad Max habe ich schon viele Meerforellen gefangen. Anschleiche. Ich sehe sie nicht. Ist sie noch da? Also so richtig hat sie keinen Bock, wa? Nee. Ja, das hat leider nicht geklappt und der anfängliche Motivationsschub war auch ganz schnell wieder weg. Fahr nach Norwegen, haben sie gesagt. Gutes Wetter, große Fische. Aber der nächste Spot dürfte ein altbekannter sein. Da fahren wir jetzt eine Weile hin, aber ihr kennt den, ihr habt ihn schon mal gesehen. Da setze ich jetzt große Hoffnung drauf. Wir waren in einem richtigen Motivationsloch. Der Regen, das hat geschüttet wie aus Eimern. Die Fische haben nicht gebissen und die Tide war auch nicht gut. Das heißt, was macht man dann? Dann haben wir gesagt, okay, eigentlich setzt man sich ins Auto und macht jetzt erstmal Strecke. Das haben wir auch gemacht, aber wir hatten noch einen Spot vor uns, den wir unbedingt noch mal antesten wollten, weil er im letzten Jahr sehr gut performt hat. Man sieht es vielleicht. Ich fühle mich wie in einer Dampfsauna. Alles beschlagen. Das ist brutal nass weg. Ich habe so keinen Bock in den Regen jetzt rauszugehen. Aber wir müssen Fisch Das fangen. nützt nichts, wir müssen nach Schweden. Und bevor wir das können, müssen wir noch einen Dorsch fangen. Ja, sonst wird das nämlich nichts mit unserer 24 Stunden Fischarten-Challenge. Wir fangen jetzt einen Dorsch. Komm. Oh, ich gehe wieder rein. Alter. Ist das so eklig? Ja. Egal, komm, wir ziehen durch. Boah, ist das so eklig. Letztes Mal aber nicht so schwer geangelt, ne? Ich glaub, Nee. so 20 Gramm oder so 18 Gramm. Los, komm. Schnell jetzt. Der eine oder andere von euch kennt den Spot bestimmt noch aus dem letzten Jahr. Das war mein absoluter Secret-Spot, den niemand kennt. Mal schauen, ob heute auch wieder so viele Angler da sind wie beim letzten Mal. Warum tun wir uns das eigentlich jedes Jahr an? Weil es unser Job ist. Jedes Jahr werden wir eingeregnet. Wirklich nicht, weil es unser Job ist, weil es unsere Passion ist. Ja, Unsere Leidenschaft. Scheiß aufs Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur... Schlechte Kleidung. So sieht's aus. Wobei Aber ich wirklich, guck mal, wie krass muss eine Passion denn sein, dass man sich bei diesem Wetter da rausbegibt. Und klar, jetzt drehen wir, aber als ich Kind war oder auch Jugendlicher, Wetter war mir egal. Wenn ich angeln konnte, bin ich angeln gegangen. Das stimmt schon, aber trotzdem bevorzuge ich es bei schönem Wetter. Ja. Ist glatt. Neuer Spot, neues Glück. Dustin probiert es gleich wieder mit der Craw. Im letzten Jahr haben wir so gut mit Craw hier gefangen. Ich mache erstmal ein paar Würfe mit meinem Shad, mit meinem Venom, bevor ich auf die Craw wechsle. Mal schauen, ob es dieses Mal wieder klappt. Diesmal ist aber viel weniger Wasser drin, Dustin, gell? Ja, wir haben ja auch Niedrigwasser. Becky, Vorsicht! Alles okay, kein Problem, kein Problem. Boah, Alter! Das ist saurutschig, Jungs. Fisch! Ist auch geil. Guter? Nee, kleiner. Boah, knallrot. Oh yes! Ein Mini-Dorsch, aber das sind diese wunderschönen Tangdorsche. Alter, wie die aussehen. Guckt euch das mal an. Feuerrot. Wunderschön, oder? Guckt euch diese wunderschönen Fische an. Naja, der Kleine, machen wir nicht lange rum mit, darf zurück. Aber es ist Fischart Nummer 3. Fisch, guter. Besser. Guter? Ja. Nein! Verloren? Ja. Fuck. Oh, das war ein guter. Oh, ärgerlich. Oh, der nächste. Echt? Ja.
Also bei dem Wetter geht keiner raus. Und da hatte ich wieder Flashbacks, weil Kameras sind beschlagen, GoPros sind ausgefallen. Die Technik ging wieder nicht, weil so viel Wasser runtergekommen ist. Also ich war wirklich, ich hatte ja eine Regenjacke an, die hier. Ich war trotzdem bis auf die Unterhose nass. Meine Unterhose waren nass. Ja. Meine Schuhe, meine regendichten Schuhe waren komplett nass. Das war schon wieder eigentlich eine Nummer zu viel. Ja, aber man muss sagen, den Spot wollten wir trotzdem unbedingt angeln. Und ja, hat sich auch gelohnt. Fisch! Fisch on. Geil. Ich komme und helfe dir. Boah, das ist gut, Jackie. Wo bist du im Landen? Hier unten. Oh, den kriege ich nicht hoch über die Kante, glaube ich. Schau, ob du noch einen Schritt nach vorne gehen kannst. Boah, schöner Dorsch. Yes! Oh, guckt euch das Wetter an, was ein Kampf. Dann kommt so ein Fisch und alles vergessen. Alter! Geil, Becky! Schau dir. Boah, der ist der größte. Was ein geiler Oh, Dorsch. wunderschöner Dorsch. Der darf jetzt zurück in sein Element. Danke dir! Geiler Fisch, ey. Geil. Gut gemacht. Yes. Oh. Ja, er hat gut 70 gehabt. Ja, geiler Fisch. Jetzt können wir beruhigt nach Schweden gehen, aber ich würde sagen, ein paar Minuten angeln. Ja, im Regen wird ja auch weniger Ich gerade. will auch so einen schönen Dorsch. Let's go! Ja! Und abgerissen, herrlich, ey. Während das denn hier einen schönen Dorsch nach dem anderen fängt, bin ich hier nur am Abreißen. So ein Scheiß. Ja! Wieder ein guter, oder? Wieder ein guter. Nicht ganz so groß wie der eben, aber ein guter Dorsch. Das ist vielleicht ein Tanger. Ja, der ist nicht ganz so groß. Das ist ein kleiner, aber auch kein Tangendorsch leider. So, nicht aufs Maul legen. Die Craw in der roten Farbe, ey. Auf Dorsch. Rasiert. Ach, aber gar kein schlechter. Das ist der Dorsch. Kleiner, schöner Dorsch. So, einen noch, dann weiter weg. Wir müssen noch 600 Kilometer heute fahren. Jo. Ich würde sagen, für Mensch und Gerät sollten wir bald aufhören. So, das ist der letzte Dorsch hier. Schöner Tangendorsch. Kleiner, aber wieder auf unsere Craw. Wie gesagt, wenn ihr in Norwegen unterwegs seid, eine Craw muss dabei sein. Der darf zurück und wir gehen jetzt 600 Kilometer weiter nach Schweden. 3 Fischarten haben wir abgehakt. Seelachs, Pollack und Dorsch. Mal gucken, was in Schweden noch dazu kommt. Komm, Becky, wir packen's. Jo. Ich habe es anfangs von dem Film schon mal gesagt. Der Heilbutt hat irgendwie eine ganz besondere Faszination für mich. Und deswegen fällt es mir immer schwer, Norwegen zu verlassen. Ich bin immer wehmütig und habe eigentlich keinen Bock. Ich würde am liebsten immer da bleiben. Mir fiel der Abschied in Norwegen nicht so schwer. Die Vorfreude auf Schweden war riesig und ich hatte richtig Bock aufs Abenteuer mit den Hechten. Becky, links und rechts hier alles voller Wasser. Wir sollten mal anhalten irgendwo und mal was angeln. Ja, das Problem ist, hier sieht alles so gut aus. Da kann man sich nicht entscheiden. Ich würde sagen, das Erste, was wir abhaken sollten, wo wir nur noch hier sind, ist erstmal Forelle. Oder? Ja. Forelle, Esche vielleicht. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Barsch oder einen Hecht kriegen. Ne? Also zuerst Fluss, sagst du? Erst Fluss, würde ich sagen. Ja. Ich hätte Bock auf einen kleinen Fluss. Okay. Also der nächste kleine Fluss, den wir sehen, gehen wir raus. greifen wir an. Ah, guck mal hier, der nächste Fluss, Becky. Da kommt auf jeden Fall auch. Ja, sieht ganz geil aus. Sollen wir es mal probieren hier? Oh, da oben sieht's geil aus. Sollen wir einfach mal anhalten? Guck mal hier. Ja, oder? Ja, war eine Forellenroute, eine Fofo-Route fertig. Ich mache mir einen kleinen Crank drauf. Was machst du? Dann darfst du warten. Dustin wusste gleich, welchen Köder ich montiere. Wenn ich nach Schweden gehe, gibt es für mich nur einen Köder. Ein Blade Runner. Becky, Mr. Blade Runner. Los, Becky, auf die Forelle. Jo.
Fängt es an zu regnen? Ja. Super. Forelle steht auf dem Programm. Wir haben Dorsch, Seelachs, Pollack. Forelle wäre Nummer 4. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich mache einen kleinen Crankbait dran. Der hat mir im letzten Jahr auch Glück gebracht. Dies Jahr hoffentlich auch. Wir sind einfach irgendwo random angehalten, weil wir da einen Fluss gesehen haben. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Eschen und weiß ich was. Keine Ahnung, Becky, was glaubst du, was hier geht? Ja, ich hoffe, dass es Forellen gibt. So, muss ich nur schauen, wie ich da runterkomme. Upsala. Oh, das sieht geil aus da unten. So, Becky geht weiter runter. Ich probiere mal den Pool direkt hier oben mit einem Crank. Teilen uns ein bisschen auf. Hoffentlich beißt hier die erste Forelle. Am besten direkt beim First Cast. Das ist hier so ein Fluss oder ja, ein kleines Flüsschen. Extrem viel Sauerstoff, extrem viele Pools und auch kleine Wasserfälle. Wenn ihr sowas seht auf eurer Reise, dann könnt ihr euch sicher sein, da sind Forellen drin. Deswegen probieren wir hier die Forelle jetzt abzuhaken. Zu den Lizenzen für die Region, wo ihr seid in Schweden, könnt ihr euch meistens an der Tankstelle auch eine Lizenz holen. Das ist super easy hier, ganz anders jetzt in Deutschland. So, aber ich mache jetzt meinen First Cast und dann hoffe ich, dass da die nächste Fischart kommt, und zwar die Forelle, Fischart Nummer 4. So, erster Wurf mit dem Blade Runner. Mein Lieblingsköder, wenn es auf Forelle geht. Und Fisch on. Erster Wurf. Hast du einen Fisch? Ich glaube, Becky hat schon einen. Das ging aber schnell. Leute, erster Wurf am neuen Spot in Schweden. Und direkt ein Fisch. Und das ist noch eine Premiere dazu. Das ist der erste Saibling in meinem Leben. Kein Monster, ich zeige ihn euch mal kurz. Das ist so geil in Schweden. Man kann einfach überall anhalten und fängt einen Fisch. Ich habe mich so gefreut, auch wenn es kein Monster war, mein erster Saibling. Ist der erste Saibling in meinem Leben. 29 Jahre hat es gedauert. Das denn? Geil! Hast du schon mal einen Saibling gefangen? Ja. Die schmecken herrlich, gell? Aber der ist ein bisschen zu klein für die Küche. Der kommt wieder rein. Becky, Saiblings-PB. Weißt du, was das heißt? Alles auf mich. Ja. Zum Glück sind wir nicht mal in der Bar oder im Restaurant vorbeigekommen. Da ist mir ein bisschen was erspart geblieben. Ja, der Alkohol ist günstig in Schweden, habe ich gehört. Oh, guck mal hier. Hier ist ein Entenküken ganz alleine. Sieht aus, als ob das zu uns will. Wo ist die Mama dazu? Ja, ich sag's dir, als Küken in Schweden hast du keine guten Karten. Nee. Aber wo ist die Mama? Oh, wie süß. Die ist ja keine andere Ente oder irgendwas. Bestimmt durch die Strömung runtergetrieben oder so. Aber wir können ja auch nicht helfen, oder? Nee, wir können nichts machen, man alleine lassen, glaube ich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Die arme Ente. Ich muss sagen, die erinnert mich an Flo im letzten Jahr. Der ist auch so rübergetrieben, wie so ein kleines Entlein. Oh. Geht's runter? Da ist es. Oh nein. Nächster Fisch. Becky hat einen. Was hast du? Eine kleine Bachforelle, glaube ich. Aber mini. Keine 3 Würfe später hat der Blade Runner wieder zugeschlagen. Leider wirklich wieder ein Baby, aber die nächste Fischart. Und zwar eine wunderschöne schwedische Bachforelle. Schaut euch mal die schönen roten Punkte an. So, die Kleine darf natürlich schnell wieder zurück. Wo hast du sie gefangen? Ich stand da oben auf dem Ding und habe einfach gerade runtergeworfen. Fisch. Die ist besser. Ruhig ein bisschen besser. Ja. Ja, die sieht schon besser aus. Oh, ist das ein wunderschöner Fisch, ne? Oh, guckt sie euch an, wunderschön gefärbtes Tier. Ah. Ich glaube, Becky hat es schon gesagt. Das ist Fischart Nummer 5, glaube ich. Oder Dorsch, Seelachs, Pollack.
Saibling Bachforelle. Ja, fünf Stück. Yes, geil. Einfach hier in Skandinavien ein bisschen rumfahren und tolle Fische fangen. Da war der nächste Saibling. Und Fish on. Da ist die nächste Forelle. Leider wieder so ein halbstarke. Das ist doch ein Saibling, oder? Ich will mich nicht beschweren, ich sehe es noch nicht. Nee, Forelle. Das ist eine Bachforelle. So, die nächste kleine Forelle für mich. Leider immer noch nicht in der Wunschgröße. Aber egal, es geht ein bisschen was. Die darf natürlich schnell wieder zurück. Oh, ich liebe ihn einfach. Blade Runner, eine Waffe. Wenn ich nur einen Köder mit nach Schweden nehmen dürfte, dann wäre es der Blade Runner LF. Ich liebe ihn. So, jetzt ab zu Dustin. 5 Fischarten haben wir. 5 Wenn wir jetzt noch insgesamt. Hecht bekommen und Barsch. Jetzt hätten wir 7. 7. Also dein Dorsch war echt schon richtig schön. Aber der Rest war leider noch nicht allzu kapital. Ja, meine Forelle war auch schön. Stimmt doch. Entschuldigung, deine Forelle, die war auch wirklich schön. Meine waren wirklich sehr klein. Aber der erste Saibling in meinem Leben. Geil. Ich habe schon viele gegessen, aber noch nie einen gefangen. Geht heute alles auf dich, ne? Saibling BB. Ja. Ich lade dich ein. All on Becky. Okay, Abmarsch, nächster Spot. Ab ins Auto, dann geht's weiter. Es regnet zwar, aber der Schilfgürtel sieht so sexy aus. Wir sind gerade vorbeigefahren. Außerdem müssen wir die Kajaks festziehen. Ich glaube, wir angeln hier auf Hecht, um die nächste Fischart abzuhaken. Ne? Nochmal kurz für mich. Dorsch, Pollack, Seelachs, Saibling, Forelle und jetzt Hecht. 5 haben wir. Und dann haben wir beide Ziele erreicht, deins und meins. Jetzt haben wir eigentlich schon deins mit 5 Fischen. Und jetzt hoffentlich gleich den 6. Jo! Oh, die müssen wir unbedingt nachspannen. Die haben sich ganz schön gelöst nach der Fahrt jetzt. Wir sind jetzt ungefähr 400 Kilometer gefahren. Oh, jetzt sind die wieder safe. Und jetzt geht's ab auf Hechte. Regenhechte. Ich mache einen neuen Ghost dran. Weißt du, was ich hin mache? Na klar, Reaper, kenn ich noch. Ja, wenn man die ganze Zeit mit den beiden unterwegs ist, kann man einfach nur schmunzeln, weil die sind dann doch schon wie so ein altes Ehepaar. So, schnell mal ran hier an Newton. Gute Ladefläche. Für Becky Niti rausholen. Niti von Stroft. Vorfachmaterial, knotbar, beste Material, was es meiner Meinung nach gibt. Als Vorfach. Also, kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, aber wenn man jetzt so fischen will wie Becky oder ich, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Alternative. So, und ich fische mit dem Ghost. Ladefläche zu, Hechte fangen. Oh, stellt euch mal vor, jetzt beißt er nicht. Geil! Halt! Ich brauche eine Route. Aha, macht Sinn. Wecki, Junge, wollte er mich schon wieder ausschließen hier. Ich habe meine Glückskombo dabei. Mit exakt der Kombo habe ich im letzten Jahr auf der Up North 1,18 Meter gefangen. Das wäre ja nicht so schlecht, wenn das heute wieder klappt, Becky. Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Oh, natürlich, wenn wir rausgehen und angeln wollen, fängt es an zu regnen. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Becky, du hast gestern Abend nicht aufgegessen. Ich habe sowas von aufgegessen. Ich habe viel zu viel gegessen. Echt? Ich hab auf der ganzen Up North fast gar nichts gegessen. Ja, außer wenn wir rumfahren. Außer Bullshit. Und Außer Karamellsoße. Ich habe im Handschuhfach so Karamellsoße, weil ich liebe Karamellsoße und habe halt nichts zu essen. Wird immer mal wieder die Karamellsoße reingepfiffen. Dustin ist so eklig, der hat sich da ganze Zeit die pure Karamellsoße während der Fahrt reingehauen. Bah. Ja, was soll ich machen? Ich war 4 Tage in Norwegen ohne Beilagen, nur mit Fisch. Und jetzt nur noch Da Beilagen oder so was? ein bisschen Kalorien nachholen. Ah. Außerdem kein Unterschied, ob du jetzt 3 Tonnen Gummitiere reinhaust oder ein bisschen Karamellsoße. Das macht den Braten auch nicht mehr fett. Ah, weiß ich nicht. Oh, Karamellsoße ist das Beste, was es gibt. Guck mal, Becky, ich habe nicht nur meine Glückskombi dabei, sondern Auch dein Glücksköder, hä? ja, Nunda. Oh, dieser Spot ist ja auch ausgetreten. Ne? Nicht die idealen Top-Water-Bedingungen, aber Ach komm, vielleicht klappt's ja. ich glaube, das klappt. Wo sind die schwedischen Hechte? Ja, das ist eine gute Frage.
So, Last Casting, gehen wir weiter, oder? Ja. Ach, Dustin rennt wieder vor, wie immer. Gar keine Reaktion. Nicht mal Krass, nach. ne? Nichts. Kein Biss, nix. Nada. Ja, Fischert Nummer 6 lässt sich bitten. Die Hechte wollen irgendwie noch nicht. Naja, ich würde sagen, einpacken gleich zum nächsten Gewässer. Und dann gucken wir, ob es da besser geht. Becky! Abmarsch! Weiterziehen? Ja, oder? Ja. Kommen auf dem Weg bestimmt noch ein paar geile Spots. Tot der Tümpel. Nix drin, ey. Nichts drin. Leer. Upsala. Let's go. Ja, 150 Kilometer haben wir noch. Dann sind wir unsere 600 Kilometer gefahren. Ja, wir schlafen heute noch mal im Airbnb und dann morgen geht es ja schon autark in die Wildnis. Das heißt, wir müssen noch ordentlich das vorbereiten. Und einkaufen? Einkaufen, alles möglich machen. Und dann ist schon wieder 11. Aber wir brauchen noch Fische. Hecht brauchen wir noch, Barsch brauchen wir noch. Ja, Ja, und das Wetter macht es uns auch nicht gerade einfach, ey. naja, komm. Lass noch ein bisschen fahren, lass noch ein bisschen angeln und dann gehen wir in eine Koje. Ja, aber so langsam kriege ich Hunger. Ja, ich auch. Schöne Wurst gibt es gleich an der Tanke. Kurz tanken, bevor es weiter zum Hecht geht. Habe ich jetzt überhaupt Diesel genommen? Besser wär's. DI bedeutet Diesel, oder? Ja, Team Chaos, ey. Wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwas Komisches bräuchten machen. wir jetzt nicht, ey. So, wir müssen uns auch beeilen, weil in 9 Minuten spielt die deutsche Nationalmannschaft. Ah, okay. Ja, haben wir uns wieder ein bisschen zu doof angestellt hier. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt hier mal schnell tanken, dann geht's gleich weiter, weil so langsam ruft mein Bett nach mir. Und wir müssen immer noch einen Hecht fangen. Und im Idealfall auch noch einen Barsch. So, Einfach 1355 Euronen. ja, Papa geht mal zahlen. Mach das mal. Dafür kaufe ich dir jetzt eine Waffel. Dir, nicht mir. Und Markus auch. Ich möchte keine. Danke. Ich habe eine Brille gehabt, habe ich das schon erzählt? Den Kamera habe ich schon erzählt. In einer der letzten Folgen, die hatte ich ungefähr, weiß ich was, hat ein Schweinegeld gekostet, hatte die 2 Tage, vielleicht kaufe ich mir irgendwie eine andere einfach jetzt. Wir haben mir am Flughafen gekauft und 2 Stunden Einsatz hat sie gehalten. Und Nicht sind mal. Da 300 € abgetaucht. Guck mal, eine echte Ray-Ban hier an der Tanke. Wie sieht die aus? Becky, Ja? Nee. Wie sieht die aus? warte mal, ist sowas was? Das tragen hier alle in Schweden, ne? Die denken alle, schnelle Brillen sind cool. Das ist so ein schmales Gesicht. Auch hier wieder. Hast du eigentlich einen Trend gesettet? Ja, ich habe Schmalsicht und du Ich war hast das Gegenteil. schon früh dran, oder? Bisschen Nervennahrung für die anstehenden Ja. Hechtdrills. Nach der Karamellsoße aus der Dose gibt es jetzt noch ein bisschen Smash und Apfelringe. Gesund. Komm, komm, mach Platz. Ist fast leer, die Karamellsoße. Feinste Ware aus der Bückzone. Lecker. So, Becky. Nächste See, an dem wir angehalten sind. Jetzt muss er endlich mit dem Hecht klappen. Was kommt? Attacke. Attacke! Mann, oh Meter. Dass sich das so schwer gestaltet hier. Schlaf so, schon keinen Schlaf gehabt. Und jetzt auch noch die Scheiße hier. Hättest du mich heute Morgen gefragt, was wir am ehesten fangen, Ja. hätte ich gesagt Hecht. Nee, ich glaube aber wirklich, das hat mit dem Temperatursturz zu tun. Von 29 auf 9 Grad, das kann Ja. nicht gut sein. Kann nicht wahr sein, ey. Ich habe echt gehofft, wir fangen jetzt hier einen Hecht und können schön ins Bettchen gehen. Aber so müssen wir die Schlafenszeit wohl noch mal verschieben. Becky, Ja? nächster Spot, komm. Tote Hose, ey. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen einen kleinen Hecht. Oder was heißt einen kleinen? So einen 70er. Dann wäre die Roadtrip-Folge doch super beendet. Wir haben auch nur noch 10 Kilometer bis zur Unterkunft. Sprich, da kommen jetzt auch nicht mehr so viele Gewässer. Mal schauen, ob Dustin noch irgendwie eine Idee hat, das Ding hier noch irgendwie zu schaukeln. Weiter geht's. Mittlerweile ist 0 Uhr, Becky.
Ich bin am Ende. Ja, vielleicht oder hoffentlich der letzte Spot. Ja, nicht, wir haben noch einen anderen direkt bei unserem Airbnb und wenn das nichts ist, dann haben wir gefailt mit dem Hecht. Weil wir hier einmal langlaufen bis da und dann die andere Seite einmal langlaufen, oder? Jo, das hört sich doch noch ein Plan an. Oh, ist fresh. Schön durchs nasse Gras nochmal, damit es noch kälter wird. Super. Ja, wir angeln ja die ganze Zeit flach und meine Theorie ist es, Angler haben immer eine Theorie, warum sie nichts fangen, dass im flachen Wasser der Effekt viel größer ist, wenn es 20 Grad Unterschied hat zum Tag vorher. Das merken die Hechte natürlich viel mehr als im tiefen Wasser. Und meine Theorie ist, dass sie deshalb nicht beißen. Aber wir kriegen jetzt trotzdem einen. Becky, komm, Junge, zieh durch. Ich gebe mein Bestes. Ich bin hier hoch konzentriert am Twitchen, den Reaper hier über die Oberfläche. Da läuft schön Walk the Dog. Aber irgendwie interessiert es die Hechte gerade nicht. Richtig guter Biss, richtig guter Fisch. Ich habe ihn im Flachwasser gesehen. Scheiße. Hat mir fast den Schwanz abgekattet. Ich muss da schnell nochmal hinwerfen. Mann, ey, ärgerlich. Wir kriegen noch einen, wir kriegen noch einen. Jetzt bin ich motiviert. Oh! Ja. Oh nein! Was ein geiler Biss, ey. Ich hab den Fisch gesehen. Oh, oh nee. Was war das, 70er? Sowas auf jeden Fall. Oh, ich hab einen Follower. Ich hab einen Follower. Guck. Jetzt knallt er gleich lang. Ja, oh! Hast du gesehen? Ja. Boah, der war groß. Das war ein großer. Jetzt ist noch einer da. Das ist ein 80er. Easy. Hast du gesehen? Ja, scheiße. Alter, der war noch hinterher. Oh. Was ist das denn? Mann, ey. Jetzt haben wir hier einen Honeyhole gefunden anscheinend. So nah am Ziel. Oh nee. Hier steht noch einer. Steht da. Steht da. Siehst du? Das kann doch nicht sein. Das hatte bestimmt 4, 5 Bisse und auch dicke Nachläufe. Ein Fisch war komplett drauf. Ich habe ihn von hier oben gesehen. Dann hatte ich auf Topwater 2 richtig starke Attacken und keiner ist hängen geblieben. Oh, ist nervig, ey. Komm, eine Chance. Eine Chance haben wir noch. An der Unterkunft. Direkt, weil wir liegen direkt am Wasser mit unserer Fernrolle. Und vielleicht ist da auch ein guter Spot. Wenn nicht, geht es ganz schön unbefriedigt ins Bett. Dafür wartet aber auch morgen wieder Ein Abenteuer. wirklich ein Abenteuer. Und deshalb bräuchten wir jetzt eigentlich Schlaf, damit wir noch fit sind fürs Abenteuer. Immer noch kein vernünftiger Hecht. Das kann doch nicht sein. Wir sind in Schweden. Eine Chance gab es aber noch. Direkt an der Unterkunft, eine absolute Verzweiflungstat. Aber was soll man machen? 6 Fischarten, die wollten wir schon aufs Band legen. Aber hier ist so flach. Komm, scheiß drauf, dann machen wir es jetzt hier einfach. Ja! Oh, weg ist er. So, wir sind jetzt an der Unterkunft angekommen. Ich hatte den nächsten Biss. Das ist wirklich unsere letzte Chance. Wir hatten so viele Chancen auf einen schönen Hecht. Es hat nicht geklappt. Aber wir stehen bei 6 Fischarten, Becky. Ja. Das ist doch nicht so schlecht. 3, 4 Würfe noch und dann geht's ab ins Bett, weil morgen wartet ein großes Abenteuer vor uns. Ja! Ja. Dann endlich hängt mal einer. Kein Monster, aber der größte für heute, wenn er reinkommt. Es wird nicht so einfach, den zu landen, Dustin, weil hier ist ganz schön sumpfig. Hilfst du mir? Ja, natürlich. Boah, hier, ich sink ein. Ich muss rüber zu den Pflanzen. Er kommt hierher. Er ist schon da, Becky. Er ist ein kleiner, aber den kann man Hecht nennen. Ich sehe nichts. Ich habe Schlamm im Auge. Ich sehe echt nichts. Vorsicht, warte, ich helfe dir. Dann halt ihn nur, halt passen. Der war nur, hast du gesehen, wie der gehakt war? Der war nicht gehakt. Ich kann mein Auge nicht öffnen, Dustin. Das ist eine gute Zeit, um abzumoderieren. Leute, Hey, das ist doch mal ein Hecht. das ist ein Hecht. 7 Fischarten. 6. 6 Fischarten haben wir geschafft. Wie du prophezeit hast, wir lassen ihn zurück.
Seid gespannt auf die nächste Folge, die wird richtig gut. Liken, kommentieren, abonnieren und vielen Dank für den ganzen Support. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.